Mit dieser Mahnwache trauern wir um alle, die durch rechtsabbiege Unfälle ums Leben gekommen sind. Man muss auch vielleicht sagen, getötet wurden, weil es wird immer so passiv beschrieben. Es hätte niemand etwas getan. Wir sind traurig und wir sehen es aber als Mahnung, uns für mehr Sicherheit einzusetzen. Mehr Sicherheit in der Verkehrsplanung, weil man weiß es, diese Unfälle an Mündungsbereichen sind ja schließlich bekannt. Die Mahnwache ist eine Mahnung. Die Schuld klären andere. Das ist nicht unsere Sache. Und das braucht auch noch Zeit im Einzelfall. Heute laden wir alle ein, die Mitgefühl zu zeigen und als Mahnung Stellung zu beziehen für mehr Wertschätzung des Radverkehrs in der Verkehrsplanung und den Radverkehr in der Planung nicht zu vergessen. Es muss Maßnahmen zur Vermeidung solcher Unfälle geben. Eine sichere Infrastruktur wirkt gegen Unfälle, in welchem rechtsabbiegende Kfz den geradeaus fahrenden Menschen auf dem Fahrrad übersehen. Es geht darum, den Radverkehr nicht bei der Planung gering zu schätzen. Das Bußgeld beträgt weniger als der billigste Abbiegeassistent. Der einzelne Lkw-Fahrer würde den Abbiegeassistenten vermutlich auch gerne haben. Der muss jetzt nämlich weiterleben. Der muss auch damit zurechtkommen. Ich gehe davon aus, der wollte eigentlich auch gut fahren und niemandem Schaden zufügen. Es ist aber etwas am System falsch, wenn Strategien zur Vermeidung von Tötungen nicht umgesetzt werden. Strategien wie auch eine getrennte Signalisierung müssen vorher da sein, ja, um den Unfall zu vermeiden. Es liest sich immer so, als hätte keiner etwas getan. Zum Beispiel hier an dieser Stelle könnte man sehr gut neben dem Kfz eine rote, schmale Spur für den Geradeausverkehr machen. Und die Rechtsfahrer sind dann rechts. Ne? Oder man könnte einen Grünvorlauf an der Ampel einbauen. Eigentlich sagt der ADFC bei allen Bundes- und Landestreffen seit Jahren bis Jahrzehnten, Kreuzungen radfreundlich umgestalten, damit es keine Toten mehr gibt. Heute jetzt sind wir zur Mahnwache zusammengekommen und wir sagen da dann auch gar nicht mehr viel, vielleicht in einem kleinen Rhythmus, wenn neu dazukommen oder so. Aber eigentlich stehen wir als Mahnwache hier. Was wir noch tun ist, im Gedenken an alle auf dem Fahrrad zu Tode gekommenen in Landshut, wir stellen heute das erste Ghost Bike in Landshut auf. Ich hoffe ja, obwohl es jetzt wieder verwendbar ist, dass wir es dann nicht mehr brauchen. Wir gedenken jetzt der getöteten RadfahrerInnen aus den letzten Jahren hier in Landshut, die bei einem Rechtsabbiegeunfall zu Tode kamen, mit einer Schweigeminute.
Dankeschön. Wir bleiben jetzt einfach hier als Zeichen, Mahnung, Trauer. Also in der Verkehrsplanung wird konsequent das Rad vergessen. Dann kann man jetzt sagen, warum ist er mit seinem 40 Tonner in die Innenstadt gefahren? Warum kann man jetzt einen direkt verantworten? Ich glaube, das ist nicht zielführend, sondern ich glaube, wir müssen gucken, wie können wir das in Zukunft finden? Wie können wir Städte gestalten? Wie können wir Verkehrswege so gestalten, dass sozusagen ein gleichberechtigtes Miteinander stattfindet und dass man sich nicht als Fahrradfahrer oder Fußgänger letztendlich Slalom zwischen Autos fahren muss und sich dabei eigentlich Lebensgefahr begibt. Ich glaube, das ist der Punkt. Deswegen ist es, glaube ich, auch für uns auch ein Zeichen zu sagen, hey, wir müssen ganz dringend auch hier in Landshut Verkehrswege umgestalten. Wir müssen diese Stadt Fahrrad- und Fußgängerfreundlich machen. Und ich glaube, deswegen stehen wir heute hier. Nicht um jetzt einen einzelnen Schuldigen zu suchen. Diese Problematik seit Jahren, Jahrzehnten bekannt ist und die sich trotzdem kaum dafür interessiert, die immer wieder verspricht, ja, wir tun was für den Radverkehr, aber selbst die Fahrradstraße, die jetzt für ein Jahr auf Probe eingerichtet wurde in der Nikolastraße und Papiererstraße, hat jetzt wieder das anliegerfreie Schild durch ein Kfz-Verkehrfreie Schild ausgetauscht, was letztendlich diese ganze Idee von der Fahrradstraße ad absurdum führt. Aber es soll natürlich nicht nur um Vorwürfe gehen, sondern eben auch genau darum, es müsste nicht so sein, sondern es könnte anders sein. Und wenn wir uns anschauen, wie in anderen Orten Fahrradstraßen einiges davon abschauen.